Hi Rimai, willkommen zum vierten und letzten Teil zu Neuseeland. Hier zeige ich euch den nördlichen Teil der nördlichen Insel. Zuerst Rotorua, was für den zweiten See steht. Der zweite See darum, weil es der zweite See war, wo die Maoris entdeckt haben, wo sie die Insel besiedelt haben. Rotorua hat heisse Quellen und es stinkt immer ein bisschen nach Schwefel. Also allzu lange würde ich mich dort nicht aufhalten. Ich habe das Gefühl, die sind auch nicht besonders gesund, die Schwefeldämpfe. Hier konnte man anders als in Taupo nicht baden können, weil die Stellen viel zu heiß waren. Das sind teilweise über 100 Grad heiß. Man hat richtig gesehen, wie es am Dampfen war und am Kochen. Man hat zum Teil auch gesehen, wie es am Blubbern ist. Es hatte hier sogar noch einen kleinen Vulkan. Hier ist der grösste See von denen. Heisst, wo es so richtig neblig war, wie es so gedampft hat. Dann hier sieht man den Rotorua-See. Dort ist es auch noch schön, um ein bisschen dem entlang zu laufen. Was ich dann auch gemacht habe, nach dem Park. Richtig Museum, das zurzeit im Umbau ist. Hier sieht man jetzt links das Museum. Am Museum umeinander hat es nochmal heisse Stellen gehabt. Dann habe ich einen Tagesausflug gemacht nach Hobbiton und zu der Glühwürmli-Höhle. Mit dem Ziel Auckland. Hier sieht man jetzt Hobbiton. Hier speziell ist, dass es zwei Sorten von Grössen hat. Zwar gibt es solche, die klein sind und solche, die personengroß sind. Die für Personen groß haben es gebraucht, um die Hobbits zu filmen. Die kleiner sind, haben es gebraucht, um den Gandalf zu filmen. Dass der Gandalf grösser aussieht, weil in der Realität ist der Schauspieler, der den Hobbit geschauspielert hat, sogar grösser als der Gandalf. Aber das kleiner aussehende Hobbit haben sie darum zwei verschiedene Grössen von den Höhlen produziert. Jetzt sind wir nachher Richtung Green Dragon gelaufen und sind dort zum Mittagessen. Im Mittag umeinander hat es noch aufgetan, wie ihr später noch sehen werdet. Dann sind wir zu der Glühwürmli-Höhle gefahren. Dort hat man leider drinnen nicht filmen dürfen, darum nur Aussenaufnahmen. Den Maoris nicht aus kulturellen Gründen. Es war aber sehr eindrücklich. Man hat wie ein Sternenhimmel ausgesehen. Dann in Auckland habe ich einen Spaziergang auf den Hügel gemacht für die Aussicht. Da kennt ihr schon von früheren Videos von mir, dass ich noch gerne Aussichten anschauen gehe. Wir haben einen guten Überblick über die Stadt und gleichzeitig noch ein bisschen Bewegung. Hier noch ein paar Impressionen von Auckland. Und hier sieht man den Hafen von Auckland. Dann habe ich mit einer Gruppe vom Hostel einen Ausflug gemacht zum Long Bay Beach, wo man jetzt hier gesehen wird.
Die meisten sind nicht baden, weil es relativ kalt war. Ich bin natürlich ins Wasser gegangen. Weil wer in Schweizer Bergseen baden geht, der geht auch ins Meer baden, wenn es unter 20 Grad ist. Dann habe ich einen Ausflug mit einem Engländer zusammen gemacht auf die grösste Insel von Auckland, um ein paar kleine Wanderungen zu machen. Da sind wir jetzt mit der Fähre Richtung Insel gefahren. Und unterwegs auch noch Delfine gesehen, die ich aber nicht filmen konnte. Sie waren schon zu weit weg. Auf der Insel sind wir durch einen Regenwald durchgelaufen zuerst, Richtung zu einem Wasserfall. Und unterwegs sind wir dann auch noch über einen Strand gelaufen, den man jetzt gerade hier sieht. Hier sieht man jetzt einen kleinen Wasserfall. Es war nicht besonders gross. Das Wasser wird so dreckig sein, weil es vorher geregnet hat. Am Schluss des Tagesausflugs haben wir dann noch eine kleine Rundwanderung gemacht auf einen Aussichtspunkt in der Nähe der Fähre und sind dann anschliessend zurück zu der Fähre gelaufen. Von Auckland bin ich dann nach Fidschi geflogen und euch dann im nächsten Video mehr erzählen werde. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich mit Daumen nach oben freuen. Falls du mich zukünftig auf meiner Reise und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz begleiten willst, freue ich mich über ein Abo. Ich freue mich auch immer sehr über eure Kommentare. Bis zum nächsten Video.